und das wollen wir jetzt mal in unserem Programm berechnen. Ja, also als erstes müssen wir natürlich einlesen, die wievielte Fibonacci-Zahl wir berechnen wollen. Das geht eben hier mit int n. Ja, und dann lesen wir das ein, geben das auch schön aus. Wievielte Fibonacci-Zahl? Ja, und dann machen wir die Bedingung if, ja, n gleich, die 2 ist gleich, nicht vergessen, gleich 1. Ja, dann wollen wir eben die 1 ausgeben. Ja, die andere Bedingung war else if n gleich 2. Ja, dann geben wir eben die 1 aus und machen das zweimal. Ja, so. Gut, jetzt wird es interessant, else, wenn also n nicht das ist, dann müssen wir erstmal die ersten beiden Ergebnisse ausgeben. Ja, und dann müssen wir eine Berechnung machen. Wir brauchen ja die vorherige Fibonacci-Zahl und die vorvorherige Fibonacci-Zahl und die sind eben für den Anfang 1 und 1. Ja, das sollten wir vielleicht hier oben noch einfügen als Variable. Also das nennen wir fn. Ja, und dann schreiben wir hier minus 1 und eben fn minus 2 gleich 1. So. Und das wird eben wichtig und jetzt müssen wir eben diese Berechnung n-mal, besser gesagt bei 3 müssen wir sie genau einmal ausführen. Das geht mit einer Vorschleife am einfachsten. Wir nehmen hier einen Schleifenzähler i gleich 3. Ja, so lange wie das eben kleiner gleich ist wie die eingegebene Zahl n. Ja, und wir nehmen den Präinkrement und so lange machen wir hier diese Berechnung. Und hier berechnen wir jetzt die neue Fibonacci-Zahl. Neu ist gleich die Summe der vorherigen, die Summe von diesen beiden Termen. Ja. Das machen wir jetzt hier. Und so, genau. Ja, und jetzt müssen wir nur noch die fn-1 und fn-2 updaten. Hier ist ein Fehler, das muss minus 2 sein. So, ja. Und natürlich den Wert ausgeben, ja, das darf man auch nicht vergessen. Wir geben also jetzt hier aus cout, ja, und haben dann eben hier unsere nte Fibonacci-Zahl. Wir machen da irgendwie so ein, das sieht hübscher aus, wir geben hier aus 1 Doppelpunkt und dann kommt eben die Fibonacci-Zahl und hier eben 2 Doppelpunkt und dann kommt eben auch die Fibonacci-Zahl und so machen wir das hier auch. Das heißt, wir geben hier den Schleifenzähler aus, i, dann noch einen Doppelpunkt und dann geben wir eben unseren neuen Wert aus. Ja, nicht zu vergessen die neue Zeile, dass es auch schön aussieht. Und jetzt sollten wir natürlich die Fibonacci minus 1 und minus 2 updaten. Das neue Fibonacci minus 1 ist eben jetzt neu, der neue Wert. Ja, aber wir sollten zunächst noch Fibonacci minus 2 gleich eben diesen Wert setzen. Okay, das soll es eigentlich gewesen sein. Schauen wir uns mal an, ob das funktioniert. Wir führen den Code aus und sehen hier, probieren wir es mal aus, wie viel die Fibonacci-Zahl, 1 hat gleich irgendwas genommen, wir haben die Eingabe vergessen. Ja, also cin-n. Okay, so, führen wir das aus. Und wir fragen uns zum Beispiel nach der ersten Fibonacci-Zahl, ja, das passt, 1. Dann starten wir es nochmal. Wir fragen uns nach der zweiten Fibonacci-Zahl, das ist eben die 2, ist auch eine 1. Ja, irgendwas ist da durcheinander gekommen mit den Returns. Achso, wir sollten sagen, 1 ist die 1 und die 2 ist auch die 1. So sieht das schon besser aus. Und diese gleiche Zeile, ja, schau mal her, die muss ja hier kommen. Das heißt, wir können das noch vereinfachen. Ja, wir können das einfach rauslöschen. Denn für 2 geht diese Vorschleife gar nicht los, ja, weil da diese Bedingung gar nicht erfüllt ist. 3 ist nicht kleiner gleich 2, sodass eben das dann richtig ausgegeben wird. So, das ist doch ein kompaktes Programm. Führen wir das mal aus. Ja, geben 2 ein, haben in der Tat 2 Fibonacci-Zahlen, 1 und 1. Ja, das passt auch. Und dann starten wir das mal für 3.
Sieht auch gut aus. Und jetzt wollen wir einfach mal die ersten n berechnen. Was hatten wir hier? Bei PowerPoint hatten wir die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fibonacci-Zahl. Das machen wir jetzt auch mal und schauen, ob das passt. 7. Ja, das sieht doch gut aus. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Das deckt sich mit diesem Ergebnis. Unser Programm funktioniert und wir können jetzt, wie im Abenteuerspiel gefragt, die gewisse Fibonacci-Zahl berechnen, ja, und dann eben in das Zahlenschloss eingeben, um weiter im Abenteuerspiel zu kommen. Viel Spaß!